Zwei Teilchen, die Millionen von Kilometern voneinander entfernt und doch auf mysteriöse Weise miteinander verbunden sind und sofort aufeinander reagieren. Klingt nach Science Fiction. Tatsächlich ist dieses faszinierende Phänomen in der Welt der Quantenphysik Realität. Willkommen in der Kosmoswissenschaft. Heute werden wir über eines der rätselhaftesten Konzepte der modernen Physik sprechen: Quantenverschränkung. Albert Einstein nannte es geisterhafte Fernwirkung, und bis heute stellt es unser Verständnis des Universums in Frage. Wie ist es möglich, dass zwei entfernte Teilchen sofort interagieren können? Was bedeutet das für unsere Wahrnehmung der Realität? Quantenverschränkung tritt auf, wenn zwei oder mehr Teilchen erzeugt werden, interagieren oder räumliche Nähe aufweisen, sodass der Quantenzustand jedes Teilchens nicht unabhängig beschrieben werden kann. Einfacher ausgedrückt, wenn zwei Teilchen verschränkt sind, steht der Zustand des einen Teilchens in direktem Zusammenhang mit dem Zustand des anderen, unabhängig davon, wie weit sie voneinander entfernt sind. Wenn wir eine Eigenschaft eines Teilchens messen, beispielsweise seinen Spin, kennen wir sofort den Spin des anderen Teilchens, selbst wenn es sich auf der anderen Seite des Universums befindet. Warum ist Quantenverschränkung so wichtig? Die Auswirkungen dieses Phänomens sind enorm und potenziell revolutionär. Erstens ist die Quantenverschränkung das Herzstück neuer Technologien wie Quantencomputer und Quantenkryptographie. Diese Technologien versprechen Bereiche wie Datensicherheit, komplexe Systemmodellierung und Arzneimittelforschung zu verändern. Darüber hinaus wirft die Quantenverschränkung grundlegende Fragen über die Natur der Realität auf. Es stellt unsere Vorstellungen von Lokalität in Frage und legt nahe, dass das Universum möglicherweise viel stärker miteinander verbunden ist, als wir es uns vorgestellt haben. Letztendlich könnte uns ein besseres Verständnis der Quantenverschränkung zu tiefgreifenden Einblicken in die Struktur der Raumzeit und sogar in den Ursprung des Universums führen. Wie untersuchen Wissenschaftler etwas so schwer Fassbares wie die Quantenverschränkung? Durch sorgfältig geplante Experimente und modernste Technologie? Eines der bekanntesten Experimente ist der Bell-Test, der 1964 von John Stuart Bell vorgeschlagen wurde. Dieses Experiment wurde erstmals in den 1990er Jahren durchgeführt. Seitdem wurde es mehrmals verbessert und hat die Realität der Quantenverschränkung überzeugend demonstriert. Darüber hinaus gelang es chinesischen Wissenschaftlern kürzlich im Jahr 2016, den Quantenzustand eines Photons von der Erde zu einem Satelliten im Orbit in einer Entfernung von 1400 Kilometern zu teleportieren. Dieses Experiment demonstrierte nicht nur die Quantenverschränkung in beispiellosem Ausmaß, sondern ebnet auch den Weg für die Entwicklung globaler Quantenkommunikationsnetzwerke. Trotz erheblicher Fortschritte birgt die Quantenverschränkung immer noch viele Herausforderungen und ungelöste Fragen. Eine der größten Herausforderungen besteht darin, den Verschränkungszustand über längere Zeiträume und unter weniger kontrollierten Bedingungen aufrechtzuerhalten. Quantensysteme reagieren äußerst empfindlich auf ihre Umgebung und können schnell ihre Verschränkung verlieren. Ein Phänomen, das als Quantendekohärenz bekannt ist und als Verlust der Kohärenz der Phasenwinkel zwischen Komponenten eines Systems in einer Quantenüberlagerung definiert wird. Darüber hinaus gibt es immer noch Debatten über die genaue Interpretation der Quantenverschränkung. Einige Theorien, wie etwa die Viele-Welten-Interpretation, legen nahe, dass jede Messung verschränkter Teilchen das Universum in mehrere Realitäten unterteilt. Bei diesen Fragen handelt es sich nicht nur um akademische Übungen. Ihre Lösung könnte für die Entwicklung praktischer Quantentechnologien und unser grundlegendes Verständnis der Realität von entscheidender Bedeutung sein. Stellen Sie sich Computer vor, die millionenfach schneller sind als die heutigen und in der Lage sind, Probleme zu lösen, die auf klassischen Computern Milliarden von Jahren dauern würden. Oder absolut sichere Kommunikationsnetze, in denen jeder Abhörversuch sofort erkannt wird. Dies sind nur einige der Möglichkeiten, die die Quantenverschränkung verspricht. Und wenn unser Verständnis und unsere Kontrolle über dieses Phänomen wachsen, wer weiß, welche anderen revolutionären Anwendungen wir entdecken könnten. Wenn Sie von diesem Thema fasziniert sind und über Fortschritte in der Quantenphysik auf dem Laufenden bleiben möchten, lade ich Sie ein, unseren Kanal zu abonnieren. Mit dem Abonnement erhalten Sie Zugang zu exklusiven Inhalten im Bereich der Quantenphysik. Vergessen Sie auch nicht, Ihre Meinung zu liken und zu hinterlassen. Ihre Interaktion hilft uns, mehr Menschen zu erreichen, die sich für Naturwissenschaften und Physik interessieren und unsere Community zu erweitern. Die Quantenverschränkung ist nach wie vor eines der faszinierendsten und vielversprechendsten Phänomene der modernen Physik. Im nächsten Video erkunden wir einen weiteren faszinierenden Aspekt der Quantenphysik
die Quantenüberlagerung und das berühmte Schrödinger-Katzenexperiment. Wie kann sich ein Objekt gleichzeitig in zwei Zuständen befinden? Bleiben Sie dran, um es herauszufinden. Bis zum nächsten Video.